Wie weit sind Menschen bereit zu gehen, um das gewünschte Aussehen zu erreichen? Warum manche Menschen? Führt der Weg zur Schönheit in einen wahren Albtraum? Was kann der fanatische Wunsch, schön zu sein, kosten? In diesem Video erfahren Sie, in was sich ein Mensch verwandeln kann, wenn man ihm Pflanzenöl ins Gesicht spritzt. Wozu ist ein Mensch bereit, um seinem Todemtier ähnlich zu werden? Sie werden Menschen sehen, die das gemeinsame Bestreben vereint, für immer schön zu bleiben. Die extravagante Milliardärin Jocelyn Wildenstein erhielt den Spitznamen Katzenfrau, Löwenfrau oder Wildensteins Braut wegen ihrer übermäßigen Begeisterung für plastische Operationen. Ihr Weg zum Status der Katzenfrau begann während ihrer Ehe mit Alec Wildenstein. Der Mann war von Jugend besessen und schon ein Jahr nach der Hochzeit gingen die Eheleute gemeinsam zur ersten plastischen Operation. Aber für Jocelyn war das nur der Anfang. Die genaue Anzahl der plastischen Operationen, die die Katzenfrau gemacht hat, ist schwer zu ermitteln. Es ist jedoch bekannt, dass sie mindestens 7 Facelifts, eine Augenbrauen- und Lidstraffung gemacht hat. Sie änderte die Augenform zu einer katzenartigen, ließ Implantate in Wangenknochen und Kinn einsetzen und veränderte die Form ihrer Lippen. Jocelyn selbst behauptete, dass sie niemals plastische Operationen gemacht habe. Ihr Aussehen führte sie auf ihre Schweizer Herkunft zurück. Und sie sagte, dass sie schon immer katzenartige Augen und hohe Wangenknochen hatte. Und die Gerüchte über die vielen plastischen Operationen, so sagte sie, verbreitete ihr Ex-Mann. Alec Wildenstein hingegen sagt, dass er immer gegen die plastischen Operationen seiner Ex-Frau war. Seinen Angaben zufolge informierte Elsa ihn über ihre Veränderungen im Aussehen immer als letztes. Und nicht jede dieser Veränderungen schien ihm gelungen. Bis heute ist nicht genau bekannt, woher Giselle das starke Bestreben hatte, einer Katze ähnlich zu werden. Einige sagen, dass die Löwenfrau selbst ein großer Fan von Katzen war. Nicht umsonst baute sie in ihrem Hof ein Gehege aus kugelsicherem Glas für Tiger. Und in der Villa hielt sie einen Luchs. Andere neigen dazu zu glauben, dass ihr Ex-Mann eine Katze an seiner Seite haben wollte und die Katzen nur auf seinen Wunsch hin bei ihnen zu Hause lebten. Jocelyn Wildenstein verstarb im Alter von 85 Jahren Ende 2024. Aber in einem ihrer letzten Interviews bemerkte die Frau, dass sie mit ihrem Aussehen absolut zufrieden sei. Elsa Patton, vielen bekannt aus der Reality-Show The Real Housewives of Miami, ist ebenfalls ein Opfer der plastischen Chirurgie. Die Frau zog es vor, ihr Gesicht in eine Maske zu verwandeln, anstatt Falten darauf zu sehen. Elsa hat sich mehrmals einem Facelifting, einer Nasenkorrektur, einem Augen- und Brauenlifting unterzogen und Implantate in die Wangen eingesetzt. Und die Dreharbeiten zur Reality-Show verstärkten nur die Vorliebe der Frau für plastische Operationen. Es waren so viele, dass Elsa zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach keine Haut mehr für weitere Liftings übrig hatte. Bereits zur 2. Staffel hatte Elsa ihre Lippen so stark mit Füllstoffen aufgespritzt, dass es von außen so aussah, als würden sie ein Eigenleben führen. Der TV-Star liebte Botox-Injektionen aufgrund der Injektionen. Die Stirn und ein Teil ihres Gesichts blieben unbeweglich. Deshalb fiel es ihr beim Sprechen sehr schwer, ihre Mimik zu kontrollieren. Viele hatten den Eindruck, dass sie eine Maske trug. Dennoch strahlte die Frau bis zuletzt vor den Kameras und schämte sich nicht für ihr Aussehen. Elsa Patton starb im Jahr 2019 im Alter von 84 Jahren. Die Bogdanov-Brüder nahmen an mehreren wissenschaftlichen Fernsehsendungen in Frankreich teil. Weltweite Berühmtheit erlangten sie in den 80er Jahren dank ihrer eigenen Show Temps X. 2 charismatische Moderatoren in silbernen Anzügen erzählten von den Geheimnissen des Universums. In den Geheimnissen des Kosmos deckten sie die ganze Wahrheit über UFOs und schwarze Löcher auf. Igor und Grigori leisteten einen unschätzbaren Beitrag zur Popularisierung der Wissenschaft unter der jungen Generation. Einst galten sie als Sexsymbole Frankreichs. In ihrer Jugend waren sie sehr auffällige Jungs mit attraktivem Aussehen. Neben ihrer Karriere im Fernsehen versuchten die Männer, wissenschaftlich tätig zu sein. Aber während ihrer gesamten wissenschaftlichen Karriere waren die Bogdanov-Brüder wiederholt in wissenschaftliche Skandale verwickelt. Man warf ihnen Plagiate und mangelnde wissenschaftliche Kenntnisse vor. Aber in den 90er Jahren begannen die Brüder, sich für plastische Operationen zu interessieren. Zunächst wirkte sich das positiv auf ihr Aussehen aus, aber bald erkannte man sie einfach nicht mehr. Igor und Grigori ließen Facelifts machen, Filler-Injektionen in die Lippen, Botox-Injektionen und setzten Implantate in Wangenknochen und Kinn ein. Die Männer selbst bestritten jegliche chirurgischen Eingriffe in ihr Aussehen. Sie sagten, dass sie außerirdische Gesichter hätten. Damals kamen viele Fans der Brüder Bogdanov zu dem Schluss, dass die Männer möglicherweise an Akromegalie erkrankt sein könnten. Akromegalie ist eine genetische Erkrankung, die sich in einer Funktionsstörung des Vorderlappens der Hypophyse äußert. Dies führt zu einer Verdickung des Schädels und der Gliedmaßen und kann optisch so aussehen. Aber selbst wenn man annimmt, dass die Männer an Akromegalie erkrankt waren, kann man nicht leugnen, dass sie plastische Operationen durchgeführt haben. Trotz ihres im Laufe der Zeit veränderten Aussehens traten die Männer oft vor Kameras auf und genossen die Aufmerksamkeit der Frauen.
Igor und Grigori Bogdanow wollten ihr ganzes bewusstes Leben lang mit der Wissenschaft verbunden sein. Als die Pandemie begann, unterstützten sie die Entwicklung des Impfstoffs, lehnten ihn jedoch für sich persönlich kategorisch ab. Die Brüder Bogdanow verstarben im Alter von 72 Jahren aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus. Auch die Mutter des bekannten Schauspielers Sylvester Stallone wurde ein Opfer der Jagd nach Jugend. In ihrer Jugend war die Frau Tänzerin, Künstlerin, Zirkusartistin, Astrologin und Promoterin für Frauenwrestling. Aber als das Alter begann, seinen Tribut zu fordern, wandte sich die Frau der plastischen Chirurgie zu, um die Jugend zu bewahren. Letztendlich war Jacqueline so stark davon fasziniert, dass sie sich bis zur Unkenntlichkeit veränderte. Welche Operationen hat die Frau gemacht? Nasenvormänderung, mehrfache Facelifts, mehrfache Blepharoplastiken, Lippenvergrößerung. Die Frau betrachtete die Veränderungen in ihrem Aussehen mit großer Ironie. Sie bemerkte, dass sie durch die Operationen einem Streifenhörnchen ähnelte, das den Mund voller Nüsse hat. Jacqueline versuchte nicht zu verbergen, dass sie viele Operationen hatte, und selbst nach Erreichen des 90. Lebensjahres hatte sie nicht vor, mit der plastischen Chirurgie aufzuhören. Ihr Gesundheitszustand erlaubte es ihr. Jacqueline achtete ihr ganzes Leben lang sorgfältig auf ihre Gesundheit, hielt Diät, konsumierte keinen Alkohol und trieb Sport. Jacqueline Stallone lebte 98 Jahre und schämte sich nie für ihr Aussehen. Die Schauspielerin, Fernsehmoderatorin und Komikerin Joan Rivers erlangte ihre Popularität nicht nur dadurch, dass sie eine Pionierin in der Nachtprogrammierung wurde. Darüber hinaus unterzog sich die Frau insgesamt zwischen 300 und 700 plastischen Operationen. Joan hat nie verheimlicht, dass sie die Dienste von plastischen Chirurgen in Anspruch nimmt. In Interviews bemerkte die Frau, dass sie sich dank der Operationen attraktiver fühlt. Zu den Operationen, die die Frau durchführen ließ, gehören Facelifts, Blepharoplastik und Nasenkorrekturen. Darüber hinaus nutzte die Frau Botox-Injektionen. Das war so häufig, dass eine Botox-Injektion für Joan so etwas wie eine Tasse Kaffee am Morgen für den Durchschnittsmenschen wurde. Joan nahm ihr Faible mit Humor und machte oft Witze über sich selbst. Joan bereute nie die Anzahl der durchgeführten Operationen. Manchmal sagte sie, es wäre großartig, eine Zwillingsschwester zu haben, um sich selbst ohne plastische Chirurgie zu sehen. Aber die Frau schämte sich nie für ihr Aussehen. Joan Rivers starb im Alter von 82 Jahren im Jahr 2014. Der bekannte Hollywood-Schauspieler Mickey Rourke begab sich seinerzeit ebenfalls auf den unsicheren Pfad der plastischen Chirurgie. Aber hier ist nicht alles so offensichtlich. Mickey Rourke war neben seiner Schauspielkarriere auch als professioneller Boxer tätig. Als es in seiner Schauspielkarriere gut lief, gab der Mann den Sport auf. Aber Ruhm und Popularität stiegen Rourke zu Kopf. Der Mann verfiel schlechten Gewohnheiten, veranstaltete häufig Partys und verschwendete seine Gagen. In der Zwischenzeit geriet seine Schauspielkarriere ins Stocken. Er erhielt nur noch Nebenrollen, die ihm nicht genug Einkommen brachten. Daraufhin entschied sich Rourke, zum Sport zurückzukehren. Er nahm an professionellen und Amateurkämpfen teil. Aber alles lief nicht so reibungslos. Rourke war ein verzweifelter Kämpfer und kämpfte bis aufs Blut. Am Ende erlitt der Mann eine enorme Anzahl von Verletzungen. Und sein Aussehen litt stark darunter. Zu diesem Zeitpunkt war sein Aussehen so schrecklich, dass Rourke beschloss, den Sport aufzugeben. Er versuchte zur Schauspielkarriere zurückzukehren und unterzog sich dafür mehreren plastischen Operationen. Um sein Gesicht in einen für die Filmindustrie geeigneten Zustand zu versetzen, unterzog sich Rourke 5 Operationen an der Nase und einer an der gebrochenen Wange. Zur Vorbereitung auf die Rolle des Wrestlers trainierte Rourke mehrere Monate und musste erneut auf plastische Chirurgie zurückgreifen. Nur war das Ergebnis diesmal bedauerlich, das Gesicht des Mannes wirkte aufgedunsen und zeigte Narben. Später gestand Rourke, dass er Lippenvergrößerungen, Blepharoplastik und Botox in Anspruch genommen hatte. Silikone-Inspritzungen in die Wangenknochen, ein Facelifting und Filler. Selbst nach 70 Jahren hörte Rourke nicht auf, Operationen durchzuführen. Aber aufgrund der vielen Facelifts riskiert der Mann bei jeder neuen Operation seine Gesundheit. Zum Beispiel könnte er bei der nächsten Operation eine Gewebenekrose oder Nahtdehiszenz erleiden. Die Eltern von Dennis Avner waren Vertreter indianischer Stämme. Nach ihren Bräuchen wählten sie sich Tiere als Totem. Dennis entschied sich mit Hilfe eines Mentors ebenfalls, sich ein Totemtier auszusuchen. Der Mentor befahl Dennis, dem Weg des Tigers zu folgen, aber der Mann nahm die Worte des Mentors zu wörtlich. So begann sein langer Weg der Modifikation seines eigenen Körpers. Dennis unterzog sich den folgenden Operationen: Implantation von Silikoneinsätzen in Wangen, Stirn und Kinn, Verfahren zur Veränderung der Form von Lippen, Nase und Ohren, Verlagerung der Nasenscheidewand. Darüber hinaus ließ Dennis sich Tätowierungen in Form von Streifen auf den Körper stechen, eines Tigers, um noch mehr wie sein Totemtier auszusehen. Zusätzlich ließ sich der Mann metallische Verzierungen über der Oberlippe anbringen, die Katzenhaare imitieren, und er ließ seine Zähne zu katzenartigen Reißzähnen abschleifen und verlängern.
Dennis erwähnte, dass er seine Ohren auf den oberen Teil des Kopfes verlegen wollte, aber er schaffte es nicht, dies zu tun. Im Jahr 2012 verstarb der Mann. Jeder von uns hat Idole, denen wir ähneln möchten. Auf die eine oder andere Weise. Das Idol von Jordan Park ist Kim Kardashian. Er sah Kim zum ersten Mal, als er 20 Jahre alt war. Sie beeindruckte Jordan so sehr, dass er beschloss, unbedingt ihr Ebenbild zu werden. Der Mann wollte so sehr wie Kim aussehen, dass er etwa 50 plastische Operationen durchführen ließ. Jordan unterzog sich den folgenden Eingriffen. Er änderte die Form seiner Lippen und Wangen, ließ sich die Augenbrauen tätowieren, unterzog sich einer Laserhaarentfernung und einer Botox-Injektionskur. Darüber hinaus kleidet sich der Mann genau wie Kim und imitiert ihr Verhalten. Darüber hinaus folgt der Mann Kims Schönheitsregime und macht dieselben Behandlungen wie sie. Er liebt jede dieser Veränderungen an sich. Und er verspottet diejenigen, die ihn für verrückt halten. Jordan nennt sich selbst die männliche Version von Kim Kardashian und hat nicht vor, mit dem Erreichten aufzuhören. Laut Jordan trennen ihn nur noch ein paar Operationen von der perfekten Ähnlichkeit mit seinem Idol. Hang Miki war eine bekannte südkoreanische Sängerin und einfach ein schönes Mädchen. Aber Hang fand, dass ein schöner Gesang nicht ausreicht und ihr Aussehen unattraktiv sei. Dann wandte sich das Mädchen an eine Klinik für die modischen Schönheitsinjektionen. In diesen Injektionen war Silikon enthalten. Zunächst war die Situation stabil, die Injektionen brachten Hang die gewünschte Schönheit. Aber bald wurde ihr aufgrund zu häufiger Behandlungen verweigert, den Injektionskurs fortzusetzen. Andernfalls könnte jede weitere Injektion das Aussehen des Mädchens unwiderruflich verschlechtern. Daraufhin beschloss Hang, sich zu Hause die Injektionen selbst zu verabreichen. Als ideales Mittel zur Erhaltung der Schönheit wählte das Mädchen Pflanzenöl. Sie dachte, dass es einen positiven Effekt auf ihr Aussehen haben würde. Aber nach der ersten Injektion schwoll das Gesicht des Mädchens stark an und sie hörte auf. Später wurde dem Mädchen ein Vertrag in Japan angeboten. Dort fand sie eine Klinik, die ihr die Schönheitsinjektion nicht verweigerte. Als das Mädchen in ihre Heimat zurückkehrte, war ihr Gesicht so aufgebläht wie ein Ballon. Es nahm einen bläulichen Farbton an und glänzte stark. Aber das Mädchen selbst hielt sich für wunderschön. In Korea versuchte das Mädchen erneut, eine Klinik zu finden, die ihr die so begehrten Injektionen geben würde. Aber eine solche Klinik fand sich nicht. Dann griff das Mädchen auf die bereits bewährte Methode zurück. Sie begann erneut, sich Injektionen mit Pflanzenöl zu geben. Das Mädchen konnte erst aufhören, als ihr Gesicht vollständig menschliche Züge verlor. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie Atem- und Sprachprobleme und ihre Augen waren aufgrund der Schwellung zugeschwollen. Hang erkannte, dass sie psychische Probleme hatte und ohne die Injektionen nicht einen Tag überleben konnte. Dann begab sich das Mädchen in Behandlung und befreite sich von der Störung. Aber ihre Karriere als Sängerin musste sie aufgeben. Am Ende blieb sie ohne Geld. Dank ihrer Fans gelang es Hang, Geld zu sammeln und eine Operation durchzuführen, die ihren Zustand erleichterte. Aber die Schönheit war für immer verloren. Seitdem versteckt das Mädchen ihr Aussehen nicht mehr. Im Gegenteil, sie versucht öfter in der Öffentlichkeit aufzutreten und ihre Landsleute vor übermäßigem Hang zur plastischen Chirurgie zu warnen. Pixie Fox und Justin Jedlicka lernten sich in einer Reality-Show kennen. Sie hatten eine ähnliche Vergangenheit und jeder von ihnen hatte bereits mehrere plastische Operationen hinter sich. Zu plastischen Operationen wurden sowohl Justin als auch Pixie durch schwere Trennungen in der Vergangenheit gedrängt. Zum Zeitpunkt ihres Treffens hatte Justin bereits die Form seiner Augen, Wangenknochen und Nase verändert. Für Pixie begann alles mit einer Nasenkorrektur. Ursprünglich hatte keiner von ihnen geplant, sich zu sehr in den Strudel der plastischen Chirurgie zu vertiefen. Aber Justin wurde immer häufiger mit der Ken-Puppe verglichen. Und Pixie war eine Blondine mit einer schmalen Taille. Dann entschied sich das Paar, die legendären Rollen von Ken und Barbie-Puppen anzunehmen. Dafür war es notwendig, eine große Anzahl von plastischen Operationen durchzuführen. Pixie entschied, dass sie 6 untere Rippen entfernen lassen musste, um eine schmalere Taille zu bekommen, die Brust zu vergrößern, Implantate in die Hüften einzusetzen, mehrere Fettabsaugungen durchzuführen, den Kiefer nach ihrem Plan zu brechen und neu zu formen, die Form von Kinn und Nase zu korrigieren und die Größe der Augen zu ändern. Justin unterzog sich den folgenden Operationen. Er ließ Implantate in Gesäß, Rücken- und Brustbereich einsetzen, um einen definierten Körper zu bekommen. Er entfernte die hervortretenden Venen um die Augen, was ihn beinahe das Augenlicht kostete. Er änderte die Form von Kiefer und Nase und die Größe der Augen. Danach begannen Journalisten, Justin und Pixie als Ken und Barbie zu bezeichnen. Auf das Paar fiel eine enorme Popularität. In der Öffentlichkeit traten sie auf, indem sie puppenartige Bewegungen nachahmten. Pixie und Justin kleideten sich entsprechend ihrem puppenhaften Stil. Eng anliegende Kleidung, glänzende Anzüge, rosa Kleider. Danach gab das Paar offen ihre Beziehung bekannt. Sie sprachen darüber, dass sie die Liebe zu plastischen Operationen verbindet. Und deshalb werden sie zusammenbleiben. Pixie und Justin hielten nie inne und setzten fort, immer neue Operationen durchzuführen.
Letztendlich unterzog sich Pixie 17 plastischen Operationen, um sich in eine lebendige Barbie-Puppe zu verwandeln. Aber das ist nichts im Vergleich zu Justin, der über 300 plastische Operationen gemacht hat, um seinem Ideal näher zu kommen. In der Zeit, die sie zusammen verbrachten, haben Pixie und Justin insgesamt fast 400 Operationen durchgemacht. Wegen der Entfernung von 3 Rippenpaaren muss Pixie ständig ein Korsett tragen, da ihre inneren Organe nun ohne natürlichen Schutz sind. Das Paar wurde sogar mit einem gemeinsamen Preis für ihre Leistungen in der plastischen Chirurgie ausgezeichnet. Aber mit der Zeit stellte sich heraus, dass ihre Beziehung ein geschickter PR-Schachzug war, um das Interesse an ihren Personen aufrechtzuerhalten. Trotzdem verschwand ihre Popularität nicht. Im Gegenteil, sie traten regelmäßig im Fernsehen und in Shows über plastische Operationen auf, nahmen an thematischen Fotoshootings teil und gaben Interviews. Allmählich trennten sich die Wege von Pixie und Justin. Jeder von ihnen begann sich als Model weiterzuentwickeln und an individuellen Shootings für Werbung und Magazine teilzunehmen. Ken und Barbie führten aktiv soziale Netzwerke, in denen sie über alle neuen Verwandlungen berichteten. Und schließlich trennten sich ihre Wege endgültig, da sie keinen Nutzen mehr aus der Zusammenarbeit zogen. Jetzt arbeitet Justin weiterhin aktiv an seiner Erscheinung, um ein perfektes Bild zu erreichen. Für Pixie verlief das Schicksal anders. Dem Mädchen wurde verboten, weiterhin Operationen durchzuführen, aber sie hörte nicht auf. Letztendlich erlitt das Mädchen während eines der Eingriffe eine Gehirnverletzung und fiel ins Koma. Jetzt erholt sie sich und steht unter der Aufsicht ihrer Familie. Heute haben wir darüber gesprochen, wie die Begeisterung für plastische Chirurgie das Leben der Menschen verändern kann. Einige suchen darin einen Weg, ihr Selbstwertgefühl zu steigern und schöner zu werden, während andere versuchen, Jugend und Schönheit zu bewahren. Noch für ein paar Jahre. Aber es ist immer wichtig, daran zu denken, dass der übermäßige Gebrauch von plastischer Chirurgie zu traurigen Konsequenzen führen kann. Heute haben Sie dies am Beispiel realer Menschen gesehen. Ihre Geschichten zeigen, wie wichtig es ist, vorsichtig zu sein. Lassen Sie uns Maß halten und uns selbst akzeptieren. Fühlen Sie sich wohl in Ihrem Körper.